Es ist der 10. Juli 1985. Über dem Hafen der neuseeländischen Stadt Auckland breitet sich eine kalte, sternklare Winternacht aus. Der Mond legt einen silbrigen Schimmer auf die schwarze Wasserfläche der Bucht. Gegen 8:30 am Abend löst sich in der Nähe des Hafens lautlos ein unscheinbares Schlauchboot vom Ufer. 2 Männer sitzen darin und steuern einen Punkt in der dunklen See an. Während sie sich geduckt im Boot halten, ziehen sie Neoprenanzüge über, schultern die Pressluftflaschen und schnallen auf ihren Rücken eine unheilbringende Fracht fest. Mit einem letzten Ruck setzen sie die Atemmasken auf und gleiten ins schwarze Wasser. Eisige Kälte schleicht unter ihre Anzüge. Dann tauchen sie in die Tiefe hinab. Nach wenigen Minuten ragt vor ihnen der schwarze Rumpf ihres Ziels aus der Dunkelheit. Die Rainbow Warrior, ein Schiff der Umweltorganisation Greenpeace. Der erste Taucher schiebt zur Schiffsschraube und platziert eine Haftmine in der Nähe der Propellerwelle. Der zweite befestigt eine 10 Kilo schwere Bombe außen am Maschinenraum. Sie stellen die Zeitzünder ein, dann gleiten sie zurück in die Finsternis. Kurze Zeit später ziehen sie das Schlauchboot an Land, versenken Motor und Flaschen und verschwinden in einem Wohnmobil, das schon auf sie wartete. Nur wenige 100 Meter entfernt klingt im Aufenthaltsraum der Rainbow Warrior noch eine kleine Geburtstagsfeier aus. Der portugiesisch-niederländische Fotograf Fernando Pereira feiert mit, während einige andere Crewmitglieder schon in ihren Kojen liegen. Von dem lautlosen Treiben unter Wasser hat niemand Notiz genommen. Um 23:38 Uhr zerreißt plötzlich ein dumpfer Knall die ausgelassene Partystimmung. Die erste Bombe detoniert. Das Schiff schwankt heftig. Wasser schießt durch ein Garagentor großes Loch ins Innere. Der Kapitän Peter Wilcox befiehlt sofort: alle von Bord. Crewmitglieder rennen durch die Gänge, um an Deck zu gelangen. Nur der Fotograf Pereira rennt in die entgegengesetzte Richtung. Er will noch schnell seine wertvolle Kameraausrüstung holen. Da detoniert um 23:45 Uhr die zweite Ladung. Panik bricht aus. Die letzten Crewmitglieder springen auf den sicheren Anleger. Doch Pereira schafft es nicht. Das Wasser versperrt ihm den Weg. Der Vater von 2 kleinen Kindern ertrinkt im Bauch des sinkenden Schiffes. Die Nachricht von dem Anschlag erschüttert ganz Neuseeland. Ein Terrorakt, wie ihn das Land noch nie erlebt hatte. Während die Crew noch um ihren Freund trauert, bildet die Polizei noch vor dem Morgengrauen eine Sonderkommission mit etwa 100 Beamten. Bereits nach wenigen Stunden führt eine erste heiße Spur zu einem Wohnmobil mit dem Kennzeichen LB 8945. Notiert von aufmerksamen Wachmännern eines Bootsclubs, die in der Tat nach 2 Männer beobachtet hatten, die sie für Diebe hielten. Wenige Tage später schlagen die Ermittler zu. Festgenommen wird ein Schweizer Ehepaar, die das Wohnmobil angemietet hatten. Alain und Sophie Tourange. Doch irgendetwas stimmt mit diesem Paar nicht. Wie sich wenig später herausstellt, sind ihre Pässe gefälscht. Das Paar ist nicht einmal verheiratet. In Wirklichkeit heißen sie Alain Moffat und Dominique Prieur, 2 Agenten im Dienst der französischen Regierung. Erst als den Ermittlern klar wird, dass die Festgenommenen keine harmlosen Touristen sind, sondern Agenten des französischen Auslandsgeheimdienstes DGSE, begreifen sie die Brisanz des Falls. Doch was bringt den Geheimdienst eines demokratischen Staates dazu, ausgerechnet ein ziviles Schiff ins Visier zu nehmen? Um das zu verstehen, müssen wir in der Zeit zurückspringen. 4 Monate vor dem Anschlag, im März 1985, verlässt die Rainbow Warrior den Hafen von Jacksonville in Florida. Das Schiff war in den Jahren zuvor bereits für Greenpeace im Einsatz. Unter anderem, um gegen Atomtests und Walfang im Nordpazifik zu protestieren und Atommülltransporte zu blockieren. Nun sticht es zu einer neuen Mission in See. Zuerst wollen Kapitän und Crew zu den Marshallinseln, später weiter zum Mururoa-Atoll. Für die rund 300 Bewohner eines Atolls der Marshallinseln ist die Ankunft des Greenpeace-Schiffs ein Hoffnungsschimmer. Ihre Heimatinsel ist seit den US-Atomtests im Bikini-Atoll der 50er Jahre radioaktiv verseucht. Viele leiden an Krebs, Fehlgeburten und schweren Missbildungen. Die Aktivisten wollen die Menschen mit Booten auf eine unverseuchte Insel umsiedeln.
Nach der Rettungsaktion plant die Crew, über Neuseeland weiter ins Mururoa-Atoll zu segeln, um dort gegen die französischen Atomtests im Südpazifik zu protestieren. Die Rainbow Warrior soll als Flaggschiff eine ganze Protestflotte anführen. Doch so weit wird es nie kommen. Bereits zu Beginn des Jahres bekommt der französische Admiral Henri Faget, Befehlshaber des Atomtestzentrums im Pazifik, Wind von der geplanten Greenpeace-Aktion. Verärgert über die wiederholten Störmanöver der Umweltschützer schlägt er Alarm und informiert den Chef des DGSE, Admiral Pierre Lacoste. Kurz darauf wendet sich Faget auch an den als überzeugten Befürworter der Atomtests bekannten Verteidigungsminister Charles Ernü. Die Regierung müsse dringend handeln, um die bevorstehenden Atomversuche vor weiteren Protestaktionen zu schützen. Am 19. März erteilt das Verteidigungsministerium schließlich den Auftrag. Der Protest der Rainbow Warrior soll gestoppt werden, notfalls mit geheimdienstlichen Mitteln. Wenige Wochen später erscheint im Greenpeace-Büro von Auckland eine junge Frau mit streng gescheiteltem, kurzem Haar. Sie nennt sich Frédérique Bonnieu, wirkt zurückhaltend und hilfsbereit. Da Greenpeace auf Freiwillige angewiesen ist, darf sie Infoblätter sortieren, Telefonate annehmen und wird bald in viele Abläufe der geplanten Mission eingeweiht. Doch die unscheinbare Helferin ist in Wahrheit Christine Cabot, 33 Jahre alt und Agentin des DGSE. Jede Information, die sie in den folgenden Wochen sammelt, funkt sie heimlich nach Paris. In dieser Zeit reift der Plan der Opération Satanique, der satanischen Operation, wie der französische Geheimdienst die Mission tauft. Das Schiff soll mit Haftminen sabotiert werden. Am 22. Juni erreicht die in Neukaledonien gescharterte 11 Meter lange Yacht Uvea die Küste Neuseelands. An Bord eine Spezialeinheit des französischen Geheimdienstes. Dazu Sprengstoff, Tauchausrüstung und ein in England gekauftes Schlauchboot. Fast zeitgleich treffen die vermeintlichen Schweizer Urlauber Alain und Sophie Tourange in Auckland ein. Ihre Aufgabe? Den Hafen auskundschaften, sichere Treffpunkte anlegen, den Sprengstoff übernehmen, verstecken und später an das dritte Team übergeben. Die eigentlichen Kampftaucher Jean Cormand und Jean-Luc Custer. Am 7. Juli erreichen auch die Taucher selbst Auckland. Kaum sind die Vorbereitungen abgeschlossen, läuft die Rainbow Warrior unter den Jubel vieler Neuseeländer in den Hafen von Auckland ein. 3 Tage später wird die geheime Operation Satanique ausgelöst, die mit dem Tod des Fotografen Pereira und der Zerstörung des Schiffs endet. Während Alain Maffin und Dominique Prieur nach dem Anschlag in Auckland verhaftet werden, gelingt den übrigen Beteiligten die Flucht. Die eingeschleuste Spionin Christine Cabot verschwindet ebenso spurlos wie der Kampfschwimmer Jean-Luc Custer und weitere Mitglieder des Teams. Als bekannt wird, dass die Gesuchten keine gewöhnlichen Terroristen, sondern Agenten des französischen Geheimdienstes sind, gerät die Regierung in Paris plötzlich in Erklärungsnot. Ein demokratisches Land, das einen Anschlag in einem befreundeten Staat verübt, das ist für die Öffentlichkeit kaum vorstellbar. Zunächst weist Paris jede Verantwortung weit von sich. Verteidigungsminister Ernü macht sich über die erhobenen Anschuldigungen sogar öffentlich lustig. Zur selben Zeit werden in der Zentrale der DGSE Unterlagen der Operation Satanique vernichtet. Da die Anschuldigungen in den Medien jedoch nicht abebben wollen, startet nach wochenlangem Schweigen schließlich eine gezielte Desinformationskampagne. Zuerst wird die extreme Rechte für den Anschlag verantwortlich gemacht. Dann werden Gerüchte über eine Beteiligung ausländischer Dienste wie dem MI6 oder gar des KGB gestreut. Zuletzt heißt es, abtrünnige französische Agenten hätten ohne Wissen der Regierung gehandelt. Doch die Spur lässt sich nicht verwischen. Zu viele Beweise führen direkt zum französischen Staat. Am 17. September 1985 enthüllt die französische Tageszeitung Le Monde, dass insgesamt 3 französische Einsatzgruppen in Auckland operierten und dass eine von ihnen, bestehend aus französischen Soldaten, die Minen angebracht hatte. Die politische Krise in Paris eskaliert. Verteidigungsminister Charles Ernü muss zurücktreten. DGSE-Chef Pierre Lacoste wird gefeuert. Nur wenige Tage später gesteht Premierminister Laurent Fabius öffentlich ein, was nicht länger zu leugnen ist. Agenten unseres Geheimdienstes haben dieses Schiff versenkt. Sie handelten befehlsgemäß. Doch wer den Befehl tatsächlich gab, bleibt bis heute ungeklärt. Neben Ernü und Lacoste wird immer wieder auch Präsident François Mitterrand genannt. Eine direkte Beteiligung konnte ihm jedoch nie nachgewiesen werden. Er bleibt im Amt. Im November 1985 richtet sich das Medieninteresse erneut auf Auckland. Der Prozess gegen Maffin und Prieur beginnt und dauert nur 34 Minuten. Frankreich hatte im Vorfeld massiven Druck ausgeübt und neuseeländische Agrarexporte sabotiert. Die auf diese Exporte angewiesene neuseeländische Regierung stimmt schließlich einem Deal zu. Die beiden Angeklagten bekennen sich gleich zu Prozessbeginn des Totschlags und der Sachbeschädigung schuldig, dafür verzichtet die Staatsanwaltschaft auf eine lange Beweisaufnahme.
3 Wochen später werden die beiden zu 10 Jahren Haft verurteilt. Nach der Urteilsverkündung sucht Paris aber sofort nach Wegen, seine beiden Agenten zurückzuholen. Im Sommer 1986 droht Frankreich sogar mit einem Importverbot für neuseeländisches Lammfleisch und Butter in der gesamten europäischen Gemeinschaft. Unter Vermittlung des damaligen UN-Generalsekretärs wird schließlich ein Abkommen geschlossen. Nach einer Entschädigungszahlung an die Familie des getöteten Fotografen müssen Maffat und Prieur den Rest ihrer Strafe nicht mehr in Neuseeland, sondern auf dem französischen Hao-Atoll im Pazifik verbüßen. Nur 8 Monate nach Haftantritt in Auckland werden sie dorthin überführt. Doch auch dort sollen sie nicht lange bleiben. Berichten zufolge soll der damalige französische Premierminister und spätere Präsident Jacques Chirac die Insel besucht haben und dabei, so heißt es, eine Idee mitgebracht haben, wie die beiden zurück nach Frankreich gelangen könnten. Im Dezember 1987 wird Alain Maffat wegen angeblich dringender medizinischer Behandlung nach Paris ausgeflogen. Im Mai 1988 informiert Frankreich die neuseeländischen Behörden, Dominique Prieur sei schwanger und auf Hao könne man keine angemessene Betreuung gewährleisten. Auch sie wird nach Frankreich gebracht. Diese vorzeitigen, faktischen Freilassungen verletzten das Abkommen mit Neuseeland. Doch Paris ignorierte die Proteste aus der neuseeländischen Hauptstadt Wellington ebenso wie die des UN-Schiedsgerichts. Bei ihrer Rückkehr nach Paris werden die beiden wie Helden empfangen. Bald darauf befördert und in den 1990er Jahren sogar mit einem Verdienstorden ausgezeichnet. Anfang Juli 2005 sorgt ein Interview des früheren Geheimdienstchefs Pierre Lacoste für neue Schlagzeilen. Er bestätigt, dass die Versenkung der Rainbow Warrior bis in die Staatsspitze bekannt war. Auch Präsident François Mitterrand sei eingeweiht gewesen. Lacoste wird mit den Worten zitiert: „Der Präsident hat mir gesagt, wenn das schief geht, fliegen Ernu und Lacoste raus." Außerdem räumt er ein, die Operation Satanique sei schlecht vorbereitet und überhastet gewesen. Diese Aussage wirft bis heute Fragen auf, etwa, ob ähnliche verdeckte Operationen möglicherweise schon früher stattgefunden hatten. Jahre später äußert sich auch Jean-Luc Quister, einer der beiden Kampftaucher. In einem Interview erklärte er sinngemäß, dass der Entschluss, das Schiff nicht nur zu beschädigen, sondern endgültig zu versenken, von ganz oben gekommen sei. Wörtlich sagte er: „Nein, das muss endgültig gestoppt werden, wir müssen es versenken." Diese Aussage deutet an, dass die Entscheidung für die radikalere Maßnahme nicht allein bei den Einsatzkräften vor Ort lag und nährt bis heute den Verdacht, dass die Weisung möglicherweise direkt aus dem Umfeld Mitterrands stammte. Der in Neuseeland festgenommene Agent Alain Maffat rechtfertigt seine Rolle später knapp. Ein Agent diskutiert keine Befehle, wenn sie von einer demokratisch legitimierten Regierung kommen. Am Ende zahlt Frankreich schließlich rund 8 Millionen Euro Schadensersatz an Greenpeace. Ein Teil des Geldes fließt in den Bau eines neuen Flaggschiffs der Regenbogenflotte, der Rainbow Warrior 2. Zusätzlich überweist die französische Regierung etwa 7 Millionen US-Dollar an Neuseeland. Die Familie des getöteten Fotografen Fernando Pereira erhält eine Entschädigung von rund 300.000 Euro. Im Dezember 1987 wird das Wrack der Rainbow Warrior in der neuseeländischen Matauri-Bucht feierlich versenkt. Auf dem Meeresgrund verwandelt es sich in ein künstliches Riff, das von Korallen, Seeanemonen und bunten Fischschwärmen besiedelt wird. Heute liegt das Wrack in rund 30 Metern Tiefe und ist zu einem beliebten Tauchziel geworden. Ein stiller Ort, an dem Natur und Geschichte ineinander übergehen. Doch so friedlich dieser Ort auch wirkt, viele Fragen um den Anschlag sind bis heute ungeklärt. Trotz der öffentlichen Geständnisse und der politischen Konsequenzen in Paris blieb vieles im Dunkeln. Hinter verschlossenen Türen wurden Akten vernichtet, Zeugen schwiegen. Und ein Teil der Wahrheit ging verloren. Wer traf die eigentliche Entscheidung? Und was war das wahre Ziel dieser Geheimoperation? Diese Fragen beschäftigen bis heute Historiker, Journalisten und ehemalige Beteiligte. Der inhaftierte Agent Alain Maffat schrieb in einem Buch, dass der ursprüngliche Auftrag nur darin bestanden habe, das Greenpeace-Schiff zu immobilisieren, also manövrierunfähig zu machen, nicht zu versenken. Doch dann, so Maffat, sei der Befehl von höherer Stelle geändert worden. Das Schiff sollte versenkt werden. Offizielle Untersuchungen, darunter der sogenannte Tricot-Bericht, zeichneten ein anderes Bild. Demnach ging die Durchführung des Anschlags über das hinaus, was die politische Führung offiziell angeordnet hatte. Die Eskalation sei aus der Interpretation der Agenten vor Ort heraus entstanden. Viele Greenpeace-Aktivisten und Journalisten sehen in diesem Bericht jedoch eher einen Versuch der Vertuschung. Für zusätzliche Brisanz sorgt die Aussage des Kampftauchers Jean-Luc Quister. Er erklärte Jahre später, dass es auf hoher politischer Ebene den Willen gegeben habe, eine radikalere Maßnahme zu ergreifen. Doch blieb es wirklich nur bei dem Ziel, ein einzelnes Schiff zu stoppen? Manche Beobachter vermuten, der Anschlag sollte auch Signalwirkung entfalten. Ein warnendes Beispiel für alle, die sich gegen die französische Regierung stellten.
Ging es der französischen Führung also schlicht darum, einen lästigen Störenfried auszuschalten, oder wollte man ein abschreckendes Zeichen setzen, um künftige Proteste im Keim zu ersticken? Und wer gab tatsächlich den Befehl? War es der damalige Verteidigungsminister Charles Hernu, ein Befürworter des französischen Atomprogramms, der in Greenpeace einen Störenfried sah? Oder war es der Geheimdienstchef Pierre Lacoste? Vielleicht stammte die Entscheidung sogar von Präsident François Mitterrand selbst, wie immer wieder spekuliert wird. Klar ist, bis heute sind viele Staatsdokumente zu dem Fall unter Verschluss. Wer die tatsächlichen Befehle gab, welches Motiv letztlich den Ausschlag gab und ob diese aufgeflogene Aktion nur eine von vielen war, die nie aufgedeckt wurden, ist deshalb bis heute nicht restlos aufgeklärt. Diese offenen Fragen machen den Fall Rainbow Warrior auch 4 Jahrzehnte später noch immer zu einer der mysteriösesten und umstrittensten Geheimdienstoperationen Europas. Und damit sind wir am Ende der heutigen Geschichte angekommen. Was denkt ihr über den Fall Rainbow Warrior? Glaubt ihr, dass der französische Präsident persönlich den Auftrag zur Versenkung gegeben hat? Oder war es doch eine Entscheidung aus den unteren Rängen der Befehlskette? Und haltet ihr diesen Anschlag für einen bedauerlichen Einzelfall? Oder vermutet ihr, dass Regierungen häufiger zu solchen geheimen Operationen greifen, als wir uns vorstellen können? Schreibt mir eure Gedanken und Theorien dazu gerne unten in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Wenn euch dieses Video generell gefallen hat und ihr mehr True Crime Geschichten aus der politischen Zeitgeschichte sehen wollt, dann lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal. Ansonsten vielen Dank fürs Dranbleiben und bis zum nächsten Mal.